Fühlst du dich aufgebläht, ob du nur wenig isst? Wird dein Bauch täglich schwerer, die Verdauung träger und die Müdigkeit besonders morgens unerträglich? Falls ja, bist du in guter Gesellschaft. Millionen über 60-Jährige erleben täglich diese Beschwerden, doch kaum einer redet darüber. Warum? Die meisten denken, das gehört eben zum Älterwerden dazu. Die Wahrheit jedoch ist beunruhigender und gleichzeitig hoffnungsvoller. Stell dir vor, du nimmst etwas völlig Natürliches. Kein Medikament, keine komplizierte Prozedur, keine teure Kur. Einfach eine Zutat aus deiner eigenen Küche. Du nimmst sie 3 Abende lang vor dem Schlafengehen und dein Körper beginnt sich zu wandeln. Der Bauch fühlt sich leichter an, der Kopf klarer und was plötzlich in deinem Stuhl erscheint, könnte dich schockieren und gleichzeitig die Augen öffnen. Was viele nicht ahnen, im Darm lagern sich über die Jahre Dinge an, die dort nichts zu suchen haben. Schleim, unverdaute Nahrungsreste, Gallensekrete, manchmal sogar parasitäre Ablagerungen. Laut Studien der University of California tragen Erwachsene durchschnittlich bis zu 4 Kilogramm festgesetztes Material im Verdauungstrakt mit sich herum. Material, das oft niemals vollständig ausgeschieden wird. Genau diese Ablagerungen können heimlich deine Verdauung bremsen, dein Immunsystem schwächen, die Haut fahl wirken lassen und sogar Gelenkschmerzen verstärken. Die gute Nachricht? Mit gezielten natürlichen Mitteln, viele davon hast du vermutlich bereits daheim, kannst du deinen Körper sanft unterstützen, sich selbst zu reinigen. Ohne Gewalt, ohne Risiko. In diesem Beitrag zeige ich dir 4 natürliche Helfer, die deine Verdauung revolutionieren können und was genau du nach nur 3 Nächten im Stuhl entdecken könntest. Die Veränderungen sind oft so deutlich, dass Zuschauer regelmäßig berichten, ich konnte nicht glauben, was da herauskam. Bleib bis zum Ende dran, denn besonders das letzte Mittel hat eine Wirkung, über die kaum gesprochen wird und die von vielen unterschätzt wird. Wenn du bereits jetzt Neugier verspürst oder einfach das Bedürfnis hast, deinen Körper besser zu verstehen, dann abonniere unseren Kanal. Hier bei Senior Gesund TV geben wir dir wöchentlich fundierte, ehrliche Gesundheitstipps speziell für Menschen über 60. Gemeinsam schaffen wir eine Gemeinschaft, in der Klarheit, Kraft und Lebensfreude nicht mit dem Alter schwinden, sondern wachsen. Mittel 1. Leinsamen, die sanfte Darmbürste. Beginnen wir mit einem Mittel, das du wahrscheinlich schon im Schrank hast, dessen Wirkung jedoch völlig unterschätzt wird. Leinsamen. Klein, braun, unscheinbar. Viele streuen ihn über ihr Müsli, ohne groß nachzudenken. Doch was die wenigsten wissen, Leinsamen wirkt im Darm wie eine weiche, aber gründliche Bürste. Sobald er mit Wasser in Berührung kommt, bildet sich eine gelartige Hülle. Diese Schleimstoffe sind der Schlüssel. Sie gleiten durch den Verdauungstrakt, nehmen dabei festgesetzte Reste mit und können sogar alte Ablagerungen aus den Darmfalten lösen. Stell dir vor, dein Darm ist wie ein verstaubtes Bücherregal. Über Jahre hat sich Schmutz angesammelt, den ein trockener Lappen nicht mehr wegbekommt. Leinsamen ist der feuchte Schwamm, der all das sanft löst. Du merkst die Wirkung schnell. Bereits nach 2 bis 3 Tagen kann sich dein Stuhlgang verändern. Er wird weicher, regelmäßiger und oft voluminöser. Manche berichten sogar von schleimigen Strängen, dunklen Ablagerungen oder unverdaut wirkenden Partikeln im Stuhl. Kein Grund zur Sorge, im Gegenteil, es zeigt, dass dein Körper beginnt, loszulassen, was ihn schon viel zu lange belastet hat. Eine Studie aus 2020 im Journal of Nutrition zeigte, ältere Menschen, die täglich gemahlenen Leinsamen einnahmen, hatten nicht nur bessere Verdauung, sondern auch stabilere Blutzuckerwerte, weniger Verstopfung und ein geringeres Risiko für Darmentzündungen. Leinsamen wirkt wie ein inneres Schutzschild. Er beruhigt gereizte Schleimhäute, bringt den Stuhl ins Gleichgewicht und versorgt den Körper gleichzeitig mit Omega-3-Fettsäuren. So wendest du ihn an. Mahle einen Esslöffel Leinsamen frisch, am besten mit einer kleinen Kaffeemühle, und rühre ihn in ein Glas lauwarmes Wasser. Trinke das etwa 30 Minuten vor dem Schlafengehen. Wichtig, danach ein zweites Glas klares Wasser nachtrinken. Dein Darm braucht Flüssigkeit, damit die Quellstoffe wirken können. Nach 3 Nächten wirst du bereits merken, dass sich etwas bewegt. Vielleicht nicht spektakulär, aber spürbar. Mittel 2. Flohsamenschalen, der intelligente Schwamm. Das nächste natürliche Mittel ist kraftvoll und dabei absolut sanft. Flohsamenschalen. Vielleicht hast du den Namen schon gehört, meist im Zusammenhang mit Verstopfung. Doch was Flohsamenschalen in einem älteren Körper leisten können, geht weit darüber hinaus. Sie sind kein gewöhnlicher Ballaststoff, sie sind ein hochintelligenter Schwamm.
Ein Schwamm, der das tut, was dein Körper oft nicht mehr alleine schafft. Den Darm füllen, ohne zu reizen. Giftstoffe binden, ohne Nebenwirkungen. Und träge Reste sanft, aber wirkungsvoll in Richtung Ausgang schieben. Wenn du Flohsamenschalen mit Wasser vermengst, entsteht eine gelartige Masse, die sich im Darm ausbreitet. Sie legt sich wie eine weiche Decke auf die Darmwände, beruhigt entzündete Stellen und hilft gleichzeitig, Ablagerungen zu lösen. Dabei ist sie so sanft, dass sogar Menschen mit empfindlicher Verdauung sie gut vertragen. Mit dem Alter verlangsamt sich nicht nur der Stoffwechsel, auch die Darmmuskulatur wird träger. Flohsamenschalen geben ihr genau den richtigen Anstoß. Viele berichten, schon nach 2 bis 3 Nächten mit Flohsamenschalen verändert sich der Stuhl deutlich. Er wird voluminöser, gleitet besser und plötzlich können Dinge zum Vorschein kommen, mit denen niemand gerechnet hätte. Alte Schleimreste, hartnäckiger Belag, sogar Reste unverdauter Lebensmittel, die Tage oder Wochen zurückliegen. Eine Studie im European Journal of Clinical Nutrition zeigte, Menschen über 60, die täglich Flohsamenschalen einnahmen, erlebten signifikante Verbesserungen ihrer Verdauung, Reduktion von Blähungen und gesteigertes Energiegefühl. Schon nach wenigen Tagen. So nutzt du sie richtig. Rühre einen Teelöffel Flohsamenschalen in ein großes Glas Wasser. Rühre schnell um und trinke es sofort. Wichtig, direkt danach noch ein weiteres Glas klares Wasser trinken, dann nichts mehr essen. Gib deinem Körper die Ruhe, damit die Wirkung einsetzen kann. Mache das 3 Abende hintereinander und achte genau darauf, wie sich dein Bauch anfühlt und was du morgens entdeckst. Mittel 3. Kürbiskerne, der natürliche Parasitenjäger. Jetzt wird es ernst. Das nächste Mittel ist nicht einfach nur gesund, es ist ein echter Jäger. Ein natürlicher Feind für etwas, das viele Menschen über 60 in sich tragen, ohne es zu wissen. Parasiten. Die Rede ist von Kürbiskernen. Sie sehen harmlos aus, klein, grünlich, leicht nussig. Viele knabbern sie nebenbei. Doch was in diesen unscheinbaren Kernen steckt, ist hochwirksam und kann regelrecht schockierende Dinge in deinem Stuhl zum Vorschein bringen. Kürbiskerne enthalten einen Wirkstoff namens Cucurbitin. Dieser Bitterstoff lähmt das Nervensystem von Darmparasiten, insbesondere Bandwürmer, Spulwürmer und Madenwürmer. Er macht sie bewegungsunfähig, sodass sie sich von der Darmwand lösen und mit dem nächsten Stuhlgang ausgeschieden werden. Viele glauben, Parasiten seien ein Problem ferner Länder. Doch laut WHO leidet weltweit jeder 3. Erwachsene an parasitärer Belastung, oft unbemerkt. In Europa wird das Thema fast völlig verdrängt. Dabei können Parasiten genau die Symptome verursachen, die viele Senioren für altersbedingt halten. Ständige Müdigkeit, Blähbauch, Heißhunger auf Süßes, Gewichtsverlust, Juckreiz am After, unerklärliche Gelenkschmerzen, sogar Stimmungsschwankungen. Stell dir vor, du isst abends eine Handvoll Kürbiskerne, langsam und gründlich gekaut. Nach der 3. Nacht siehst du in der Toilette plötzlich dünne weiße Fäden, punktartige Reste oder schleimige Schlieren, die vorher nicht da waren. Das ist kein Zufall, das ist Reinigung auf tiefster Ebene. Eine Studie im International Journal of Molecular Medicine fand heraus, Kürbiskerne steigern bei regelmäßiger Einnahme die Ausscheidung von Parasiten bei älteren Erwachsenen um bis zu 75%, ganz ohne Chemie. So wendest du sie an. Kaufe ungesalzene, rohe Kürbiskerne, keine gerösteten Snacks. Iss abends vor dem Schlafengehen etwa 30 Gramm, das sind 2 gut gehäufte Esslöffel. Kau sie gründlich, mindestens 30 Mal pro Bissen, damit die Bitterstoffe im Darm wirken können. Kombiniere sie mit einem Glas Wasser und bleibe in den 3 Tagen möglichst zuckerfrei, denn Zucker füttert Parasiten, während Kürbiskerne sie schwächen. Mittel 4. Knoblauch mit Honig, der innere Desinfizierer. Kommen wir zu einem Mittel, das so alt ist wie die Menschheit und doch so kraftvoll, dass es in der modernen Forschung wieder für Aufsehen sorgt. Es sind 2 einfache Zutaten aus deiner Küche: Knoblauch und Honig. Was passiert, wenn du diese beiden Naturkräfte kombinierst und 3 Nächte hintereinander einnimmst, kann deine Verdauung regelrecht umkrempeln. Und vor allem kann es in deinem Stuhl Dinge sichtbar machen, die sich über Jahre angesammelt haben. Knoblauch ist eines der stärksten natürlichen Antibiotika der Welt. Er enthält Allicin, einen Schwefelstoff, der Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten schwächen oder sogar abtöten kann, ohne dabei deine gesunden Darmbakterien zu zerstören. Er wirkt gezielt wie ein innerer Desinfektionsspray.
Honig dient nicht nur als Geschmacksträger. Wenn du rohen, unbehandelten Honig verwendest, liefert er entzündungshemmende Enzyme, natürliche Präbiotika und antimikrobielle Stoffe, die den Knoblauch in seiner Wirkung verstärken. Gemeinsam wirken sie tief im Darm, besonders nachts, wenn der Körper auf Regeneration umschaltet. Viele berichten, nach nur 3 Abenden mit dieser Mischung haben sie morgens mehr Stuhlgang, nicht nur in Menge, sondern auch in Qualität. Schleimige Rückstände, auffälliger Geruch, sogar kleine schwarze Punkte oder gelartige Bestandteile können plötzlich auftauchen. Das mag schockierend klingen, ist aber ein Zeichen, dass dein Körper loslässt, was er lange festgehalten hat. Eine Studie im Journal of Applied Microbiology zeigte, Knoblauchextrakt kann über 30 verschiedene krankmachende Darmbakterien hemmen, darunter solche, die mit chronischen Entzündungen, Durchfällen und Blähbauch verbunden sind. So geht's. Presse oder reibe abends eine kleine Knoblauchzehe und mische sie mit einem Teelöffel rohem Honig. Nimm die Mischung pur oder mit einem kleinen Schluck lauwarmem Wasser. Danach nichts mehr essen. Einfach wirken lassen. Schon nach der 2. oder 3. Nacht berichten viele, dass sich ihr Bauchgefühl verändert. Buchstäblich. Weniger Druck, weniger Grollen, klarerer Kopf. Die 3-Nächte-Routine, so kombinierst du alles. Du hast jetzt 4 kraftvolle Naturmittel kennengelernt. Doch wie setzt man sie richtig ein, ohne den Körper zu überfordern? Hier ist der einfache Plan. Nacht 1: Leinsamen. 1 Esslöffel gemahlener Leinsamen in warmem Wasser, danach ein weiteres Glas Wasser trinken. Ziel: Darm geschmeidig machen, erste Ablagerungen lösen. Nacht 2: Flohsamenschalen. 1 Teelöffel Flohsamenschalen in einem großen Glas Wasser, sofort trinken, danach noch ein Glas Wasser. Ziel: Darm füllen, Giftstoffe binden, Bewegung anregen. Nacht 3: Kombination. 2 Esslöffel Kürbiskerne gut gekaut, dann 1 Teelöffel gehackter Knoblauch mit Honig. Ziel: Parasiten schwächen, Darm desinfizieren, tiefgreifende Reinigung. Was passiert dann? Viele Menschen berichten, dass sie schon nach der 1. oder 2. Nacht Veränderungen im Stuhl bemerken. Mehr Schleim, dunklere Farbe, seltsame Rückstände. Das ist kein Grund zur Sorge, im Gegenteil. Es zeigt, dass dein Körper beginnt, Altes loszulassen. Wichtig: Während dieser 3 Nächte solltest du ausreichend Wasser trinken, am besten still und lauwarm, und möglichst wenig tierisches Eiweiß oder Zucker konsumieren. Beides kann die Wirkung abschwächen. Nach 3 Tagen kannst du pausieren. Beobachte deinen Körper. Viele berichten, dass sie mehr Energie, besseren Schlaf, einem flacheren Bauch und dem Gefühl haben, endlich wieder aufzuatmen. Wie oft darfst du wiederholen? Für die meisten Menschen über 60 ist ein Rhythmus von einmal im Monat ideal. 3 Nächte gezielt reinigen, dann den Körper 27 Tage lang gut beobachten und versorgen. Warum dieser Abstand? Weil dein Körper Zeit braucht, um auf die Signale zu reagieren, sich neu zu sortieren und losgelassenen Ballast wirklich auszuscheiden. Es gibt aber auch Warnzeichen, dass dein Körper früher eine 2. Runde braucht. Dein Bauch bläht sich wieder auf, süßlicher Mundgeruch kehrt zurück, Stuhlgang wird schleimig, übel riechend oder sehr unregelmäßig. Nach dem Aufwachen fühlst du dich nicht leer. Dann darfst du die Kur auch schon nach 2 Wochen wiederholen, aber nicht häufiger als alle 10 Tage. Was kann im Stuhl auftauchen? Viele Menschen berichten, dass sie nach der 3-Nächte-Kur plötzlich Dinge im Stuhl sehen, die sie nie für möglich gehalten hatten. Dieses Kapitel ist nichts für zarte Gemüter, aber manchmal braucht es einen klaren Blick, um den eigenen Körper wirklich zu verstehen. Was also kann auftauchen? Weißlich-transparente Schleimfäden. Oft der erste Hinweis, dass dein Körper überschüssigen, verklebten Schleim aus dem Darm löst. Kleine schwarze Punkte oder Körner, oft abgestorbene Pilze oder Reste von Parasiteneiern. Dünne, bewegungslose, wurmartige Strukturen. Die meisten davon sind längst tot und werden nun einfach ausgeschieden. Gelbliche, gelartige Massen. Reste von Biofilmen, Bakterienkolonien, die sich über Jahre an die Darmschleimhaut geheftet haben. Natürlich sieht nicht jeder etwas Auffälliges, besonders wenn der Körper sanft entgiftet. Aber oft spürst du es dennoch. Mehr Energie, klarerer Geist, bessere Verdauung, weniger Verlangen nach Süßem.
Dein stiller Wendepunkt. Für viele Senioren, die diese 3-Nächte-Kur ausprobiert haben, war es kein weiterer Trick, es war ein Wendepunkt. Warum? Weil sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass ihr Körper gehört wurde, dass nicht nur Symptome bekämpft, sondern Ursachen gelöst wurden. Viele berichten, schon nach der ersten Nacht war mehr Ruhe im Bauch, nach der zweiten Nacht plötzlich tieferer Schlaf und nach der dritten das Gefühl, dass sich wirklich etwas gelöst hat. Nicht nur im Darm, sondern im ganzen System. Das Beste, du brauchst dafür keine Diät, keine Pillen, keine Umstellung deines Lebens. Du brauchst nur 3 einfache Abende, 3 Nächte, in denen du dir selbst Priorität gibst. Warte nicht, bis neue Beschwerden auftauchen, warte nicht, bis die Müdigkeit zur Gewohnheit wird. Fang klein an, heute, mit einem Glas Wasser, mit der Entscheidung, deinem Körper zuzuhören. Denn diese 3 Nächte sind nicht irgendeine Kur. Sie sind ein Gespräch mit dir selbst. Und manchmal reicht genau das, um sich endlich wieder lebendig zu fühlen. Bleib bei dir. Du bist nicht allein. Und dein Körper ist bereit.